Hallo, ich bin der Lars und ich bin Technik-Tiger bei TigerXpert. Ich bin Martin, bin auch dabei. Hinter der Kamera schläft der Micha und wir werden heute eure Fragen beantworten, die ihr uns zum Thema Strom gestellt habt. Autor Christoph fragt, wann macht es Sinn, sich eine Lithium-Profil-Batterie selber zu bauen? Im Ganzen, mit BMS. Ja, also Lithium-Eisenphosphat-Batterien selber bauen. Das ist ein beliebtes Thema, aber gar nicht so trivial, wie es gerne immer verkauft wird. Wir müssen einiges beachten. Dabei geht es um den Schutz der Zellen vor Über- und Unterspannung, Entladen und Laden bei niedrigen und hohen Temperaturen. Beim Zusammenbauen kann auch einiges schiefgehen, was dann ganz schön schlimme Folgen hat. Überlegen wir einen Zeltkurzschluss mit einer 100 oder 200 Ampere-Stunden Batterie. Das macht einen ganz ordentlichen Knall. Ich wollte nicht daneben stehen, deshalb sollte man sich relativ sicher sein, was man da tut. Dann geht es darum, Zellen müssen vernünftig mechanisch verbaut werden. Das heißt, sie müssen davor geschützt werden, dass sie sich zum Beispiel bei Bewegung durchscheuern. Ansonsten gibt es einen ganz schönen Kurzschluss und möglicherweise einen ordentlichen Brand. Die Ausdehnung der Zellen muss verhindert werden, indem man halt eine vernünftig stabile, massive Kiste darum zubaut. Das alles erfordert handwerkliches Geschick, einiges an Material und unter Umständen Maschinen. Und dann müssen wir uns auch noch das ganze Material besorgen in vernünftiger Qualität, was am Ende dazu führt, dass das vermutlich gar nicht viel weniger kosten wird, als eine amtliche Batterie oder eine Batterie in vernünftiger Qualität zu kaufen. Dazu kommt noch, dass wir ja im Zweifelsfall halt auch, wenn was nicht richtig funktioniert, keinen Ansprechpartner haben. Also, wenn du weißt, was du tust, wenn du handwerklich geschickt bist und eine vernünftig ausgestattete Werkstatt hast, kannst du das vielleicht selber machen. Wenn nicht, würde ich es eher sein lassen. Bulli fragt, lieber neue Massepunkte generieren oder 2 Meter weit entfernte nutzen? Das kommt darauf an, wie groß dein Auto ist. Generell gibt es natürlich unterschiedliche Strategien. Die Frage ist, was man da so hat. Hat man eine GFK-Kabine, dann gibt es in 2 Meter Entfernung keine Masse und in 50 Zentimeter keine Masse. Das heißt, ich muss mir die hinlegen. Das ist alles künstlich. Ich sag mal, einen VW-Bus, wo die ganze Karosse aus Metall ist, hat man unter Umständen eine Masse, die einfach irgendwo hinterm Schrank ist und man kommt da mit einem halben Meter Kabel hin und ist fertig. Natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, 12 Lampen mit 12 einzelnen Kabeln bis vorne zur Batterie zu ziehen, wenn hinterm Schrank irgendwo eine Masse ist. Die andere Sache ist natürlich, komme ich immer hinterm Schrank? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich würde mir die Masse von hinterm Schrank wahrscheinlich irgendwie nach vorne ziehen. Das heißt, vielleicht nach vorne in den Schrank, wo die ganzen 12 Lampen drin sind. Und da gibt es zum Beispiel solche Sicherungsverteiler, wo eben oben die Masse reingeht, unten Plus. Das heißt, das kommt von der Batterie, das würde vom nächstgelegenen Punkt an der Karosserie kommen und dann kommt man hier eben mit den ganzen Verbrauchern ran. Das heißt, man legt nicht alle 12 Lampen zweiadrig irgendwo direkt auf die Masse von der Karosserie, sondern eben nur bis zu diesem Verteiler. Kann man strategisch ein bisschen gut verteilen im Fahrzeug. Auch bei sehr großen LKW zum Beispiel macht es Sinn, dass man eben sagt, okay, so ein Ding ist Sitzgruppe, das andere Ding ist Schlafzimmer und dann mehr Massen legt man nicht. Das heißt, man würde in auch einer großen GFK-Kabine dann 2 dicke Kabel legen, nämlich hierher, und der Rest der Masse ist da. Wenn wir über dicke Masse reden, sozusagen große Verbraucher, die man eigentlich direkt auf die Batterie klemmen würde, da hat man ja meistens das Problem, Batteriepool ist schon so hoch gestapelt mit Kabelschuhen, sollte man nicht machen. Da setzt man dann eher sowas hier ein, dass man sich eben noch mal eine richtige Masseschiene generiert. Die schließt man also mit einer Seite an den Batteriepool an und hier hat man dann genug Platz, um richtig schön seine fetten Verbraucher draufzuschrauben. Wie gesagt, alles auf den vorhandenen Massepunkt zu ziehen, wird am Ende nur zu einem Elektrosauhaufen führen. Jogi Photography fragt, wie lange laufen gängige Verbraucher, um Amperestunden zu berechnen? Ja, Energiemengen berechnen. Häufiges Thema, eigentlich immer ein Thema vor einer Beratung. Es geht ja immer darum, wie viel Strom brauchen wir an einem Tag. Das ist ja unsere Startgröße, von der eigentlich alles abhängt. Im Grunde ganz einfach. Eine Kühlbox läuft in der Regel bei 25 Grad Umgebungstemperatur 30% der Zeit. Das heißt, im 24-Stunden-Betrieb läuft so eine Kühlbox etwa 8 Stunden. Wenn es draußen wärmer ist und die Sonne knallt auf dein Auto und es im Auto auch wärmer wird, läuft sie natürlich länger. Bist du in Norwegen unterwegs und die Heizung läuft nicht, läuft sie dementsprechend weniger. Aber
8 Stunden, 30% ist eine gute Faustformel für die Berechnung deiner Kühlbox. Bei allem anderen, was soll ich sagen, du weißt am besten selber, wie lange deine Lampe angeschaltet ist und du dein Handy benutzt. Von daher, keiner weiß es besser außer du selber. Blue Bully fragt, 230 Volt Wechselschalter mit 12 Volt möglich? Wenn ja, wie muss ich das verkabeln? Ja, Wechselschaltung. Im Prinzip AC, DC, gleiches Thema, funktioniert genau gleich. Kannst du genauso machen wie in einem Wechselspannungssystem. Ich mache euch dazu mal eine kleine Zeichnung. Dann erklärt sich das, glaube ich, am einfachsten. Hier machen wir mal eine Batterie, ganz klassisch plus minus. Hier machen wir 2 Leitungen. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, eine Leitung zum Bett und die andere zum Beispiel an der Schiebetür vorne. Wir wollen nicht aufstehen, um das Licht auszumachen oder das Licht, wenn wir es ausmachen wollen, das Auto verlassen, wollen wir nicht zum Bett klettern. Das heißt, wir müssen 2 Kabel zwischen den beiden Schaltern verlegen. Dann haben wir hier eine Lampe und eine Sicherung, ganz klassisch, ganz einfach schematisch dargestellt. Hier unsere 2 Schalter, so, 1, 2. Noch eine Kiste drum zu, damit klar ist, was hier Schalter ist, was hier Lampe ist. Und dann ist es im Prinzip ganz einfach. Wenn ihr auf den Schalter drückt, geht es an oder aus, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ganz einfache Sache zu bedenken ist, 2 Leitungen zwischen den beiden Schaltern und fertig ist der Lack. Joni oder Joni fragt, wie berechne ich die Kabelquerschnitte? Die Kabelquerschnitte. Die Kabelquerschnitte sind je nachdem immer gleich zu berechnen, ob dickes oder dünnes Kabel und wie das geht und warum man das überhaupt macht, haben wir gerade in einem extra Video gemacht. Guck's dir an, das ist vielleicht die einfachste Variante, denn es ist gar nicht so trivial, wie man denkt. Am Ende ist es aber doch einfach. Anno 1900 fragt, Vorteile, Nachteile 12 Volt versus 24 Volt System. Ja, 12 Volt, 24 Volt. Die Frage kommt oft, natürlich immer bei den Lkw-Fahrern, gar keine Frage. Gibt es einiges zu sagen? Es gibt einige Vor-, einige Nachteile. Das, was uns dazu in den Kopf gekommen ist, kann ich mal schnell erzählen. Für 12 Volt spricht ganz klar, es gibt mehr 12 Volt Produkte als 24 Volt Produkte. Das heißt, die Auswahl der Produkte ist größer und vermutlich, weil es einfach mehr Produkte gibt, ist der Preis ein bisschen geringer in der Erstanschaffung. Der zweite Vorteil ist, wenn euch mal auf Reisen was kaputt geht, könnt ihr vermutlich einfacher Ersatz in 12 Volt beschaffen als in 24 Volt. Der Nachteil ist eigentlich, der von allen genannt wird, natürlich immer der größere Kabelquerschnitt. Aber überlegen wir uns mal, wo kommt das vor, an welcher Stelle. Große Verbraucher mit viel Leistung kommen eigentlich nur an einer Stelle vor. Das ist in der Regel meistens unser Wechselrichter. Dann überlegen wir uns, wie weit ist der Wechselrichter weg von der Batterie. Das heißt, wie lang ist dieses im Zweifelsfall dickere Kabel. Meistens ist es direkt nebeneinander verbaut, das heißt Meter, Meter 50. Also ist dieser Vorteil unseres Erachtens nach gar nicht so groß und die Vorteile für 12 Volt überwiegen. Die Preise sind im Großen und Ganzen relativ ähnlich, das heißt, das spielt keine Rolle. Dann kommt immer noch das Argument, ja, aber wenn meine Starterbatterie leer ist, kann ich doch mit meinem 24 Volt System hinten auch meine 24 Volt Starterbatterie überbrücken. Grundsätzlich ist es richtig, du müsstest aber ein Starthilfekabel quer durchs Auto verlegen und im dementsprechenden Querschnitt. Also armdicke Kabel quer einmal um dein Auto verlegen, um deine Starterbatterie zu überbrücken. Da ist unser Tipp, kauf dir ein günstiges 24 Volt, 230 Volt Ladegerät. Sollte deine Starterbatterie schlapp machen, steckst du sie in deinen Wechselrichter, bleibst noch einen halben Tag länger da stehen, wo du stehst und startest dann wieder deine Batterie. TD5 Commander fragt, gibt es eine einfache Lösung zum Verkabeln oder muss das immer eine Wissenschaft sein? Gute Frage. In einem Defender TD5 muss natürlich alles super einfach und simpel sein. Am Ende ist es das auch immer. Mehr als Plus und Minus wird es nie geben. Es sei denn, man hat eben noch diverse, sage ich mal, Sicherheitsfunktionen, Unterspannungsabschaltung, BMS mit Überunterspannungstemperatur, bla bla bla, Temperaturfühler und so weiter. Aber grundsätzlich kommen wir über Plus Minus nicht hinaus. Das kann man natürlich auf diverse Arten vereinfachen. Man kann zum Beispiel sagen, man reduziert die Anzahl der Komponenten überhaupt, die man verbaut, spart schon mal eine Menge. Das heißt, wenn es wirklich ein kleines System ist und man nicht diese große Modularität braucht, was wir in dem Tiger 2 Power Pro sozusagen versuchen abzubilden, dann könnte man auch was
kleineres nehmen und dann würde man vielleicht mit so Komponenten klarkommen, wo vielleicht ein Ladegerät und ein Solarregler in einem sind. Stichwort an der Stelle Tiger 2 Power Basic. Da versuchen wir genau das. Wir versuchen es ein bisschen zusammenzudampfen und das spart am Ende genau 2 Kabel, nämlich die 2 vom Solarregler oder die 2 vom Ladegerät. Dann kann dann natürlich bei der Installation noch ein bisschen was sparen. Es macht durchaus keinen Sinn, alles irgendwie auf den Plus- und Minuspol der Batterie zurückzuführen. Hatten wir eben schon mal. Es gibt solche Sicherungsverteiler, die eben zu so einer Art Unterzentrale missbraucht werden können, beziehungsweise dafür sind sie eigentlich auch da. Das heißt, ich packe einmal Minus ran, einmal Plus und hier gehen die ganzen Verbraucher hin. Das heißt, ich spare mir einen Haufen Kabelei bis zur Batterie. Macht natürlich immer Sinn. In einem großen Fahrzeug macht so ein 12er sicherlich Sinn, in einem kleinen Fahrzeug vielleicht auch einer, der nur 6 Eingänge hat und dann ist man schon fertig. Grundsätzlich muss man sagen, je komplexer die Technik, desto komplexer auch die Verkabelung. Das heißt, eine simple Bleibatterie, die vielleicht mit einer Unterspannungsabschaltung vor den Verbrauchern, also vor so einem Gerät ausgestattet ist, ist dann auch schon alles. Das ist dann nur Plus, Minus und dazwischen ist dann genau dieser Unterspannungsschutz. Ich sage mal, in einem größeren, elaborateren System hat man vielleicht noch Temperaturfühler drin, um eine Ladekennlinien, Temperaturkompensation zu machen. Man hat Spannungsmessleitungen und so weiter. Und am Ende kommt man technisch um die nicht drum herum, wenn man solche Komponenten eben verbauen will. Das heißt, der Aufwand steigt mit dem Anspruch. Man hat ein paar Sachen, die man machen kann, siehe sowas. Aber grundsätzlich hängt es davon ab, was man da baut. Man kann viele Sachen einfach nicht weglassen, um die Funktion nicht zu verlieren. Jo, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Fragen beantwortet für heute. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen habt, die offen geblieben sind oder die wir vielleicht auch einfach vergessen haben, schreibt es einfach in die Kommentare und die beantworten wir dann beim nächsten Mal. Wenn das immer noch nicht reicht, guckt mal in unsere Playlist. Da sind schon ein paar andere Videos zu diversen Themen für Elektrik im Camper. Und dann sehen wir uns vermutlich im nächsten dieser Videos. Vielleicht so. Nee, Quatsch, mach mal richtig. Okay.